Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Dell G3 und zwar ein 3500 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellbezeichnung steht bei diesem Gerät nicht direkt mit dabei. Dafür gibt es eine Service-Tag-Nummer und die kann man auf der Dell-Webseite eingeben und bekommt darüber die genaue Modellbezeichnung, mit der ihr dann auch super einfach alle Ersatzteile bei uns im Shop findet. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase. Und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und zu beachten ist da eigentlich nur, dass diese Schrauben hier im Gehäuse bleiben. Die werden also nur gelockert und nicht vollständig rausgenommen. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und bei dem Gerät ist es so, dass die Rückseite so ein kleines bisschen eingehakt ist. Das heißt, am besten ist es, wenn man auf der Vorderseite anfängt. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. Gut, um jetzt den Akku zu tauschen, muss man nur diese Schrauben hier lösen, die auch alle mit M2 auf dem Akku selber markiert sind. Und danach kann man den Akku auch einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen.
Hier muss man übrigens aufpassen, weil bei dem neuen Akku das Kabel nicht dabei ist. Das lässt sich hier von dem Akku ganz einfach trennen und abziehen. Und bei dem neuen Akku muss man dann auch dieses Kabel wieder verwenden und dann eben gegebenenfalls dort wieder dran stecken. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen, dass es hier noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte gibt, beziehungsweise vielleicht ist auch eine eingebaut. Die ist dann über ein Adapterkabel hier mit dem Mainboard verbunden. Und da hat man dann auch statt einem langen Akku einen etwas kürzeren, damit die dann auch da reinpasst. Unter dieser kleinen Abdeckung hier sehen wir den RAM. Hier ist die SSD ebenfalls unter einer Abdeckung. Das ist in dem Fall eine verkürzte, da passt aber auch eine lange rein. Und direkt unten drunter ist auch noch Platz für eine zweite SSD. Da passt dann allerdings nur eine lange SSD rein. Dann können wir hier noch die Lüfter sehen und den Heatsink, der die CPU und die GPU kühlt. Und dann haben wir hier noch das WLAN-Modul mit den Antennen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich auch einzeln lösen. Da ist es nur so, dass die Schrauben hier ziemlich blöd unter dem Mainboard versteckt sind. Das heißt, da muss man erst das Mainboard rausschrauben, um dann da ranzukommen. Danach muss man auch das Kabel, das das Mainboard mit dem Touchpad verbindet, trennen. Das ist mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man erst auf. Und danach kann man das Kabel rausziehen. Also nicht einfach dran ziehen. Und ja, beim Wiederverbinden einfach nur darauf achten, dass das richtig drin steckt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Und dann einfach wieder zuklappen und erledigt. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. So, hier drüben ist die SSD. Die ist, wie eingangs erwähnt, unter einer Hülle und wird nur von den beiden Schrauben hier gehalten. Und sobald man die gelöst hat, kann man die Hülle abnehmen. Und ja, die SSD kann man dann einfach aus dem Slot ziehen. Hier sehen wir mal noch die Kühlpaste, die da drauf ist. Und so eben auch einfach tauschen. Und wie gesagt, das ist ja eine verkürzte SSD. Hier passt aber auch eine lange SSD rein. Und dafür muss man eigentlich nur diesen Abstandshalter, der das Gewinde hat, aus der Halterung rausziehen. Und kann dann einfach eine lange SSD einbauen, die dann da hinten verschraubt wird. In dem Slot darunter passt nur eine lange, steht auch hier mit drauf. Das heißt, da kann man keine verkürzte einbauen. Gut, wir wollen jetzt aber hier die kurze SSD wieder einbauen. Das heißt, ich setze die Abstandshalterung hier rein. Danach kommt die SSD in den Slot zurück. Und dann schiebe ich die Hülle so ein bisschen von oben drüber, über die SSD. Die klemmt da so ein bisschen drin. Und dann kann man beides wieder verschrauben. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf. Und ja, so sieht das dann aus, wenn beides wieder zusammengeschraubt ist. Gut, die Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür muss man die Schrauben hier an der Seite lösen und das Lüfterkabel selber trennen. Und auf der anderen Seite ja genau das gleiche Spiel. Hier sind die beiden Schrauben und da läuft das Lüfterkabel. Ich
zeige das jetzt mal exemplarisch nur auf einer Seite. Das geht super einfach. Sobald man die Schrauben gelöst hat, kann man den Lüfter aus dem Gehäuse nehmen, eventuelle Kabel einfach aus der Führung nehmen und danach das Lüfterkabel vom Stecker trennen. Die Kabel sind relativ dünn, da würde ich nicht direkt dran greifen oder ziehen, eher versuchen den Stecker selber zu fassen und den dann rauszuziehen. Sollte man bei dem neuen Lüfter übrigens mal nicht genau wissen, wie rum der Stecker reinkommt. Die Kontakte, die man hier sehen kann, zeigen in dem Fall beim Wiederverbinden nach unten. Und ja, genauso wie beim Ausbau finde ich es auch beim Einbau einfacher, wenn man erst das Lüfterkabel wieder verbindet. Da hat man viel mehr Platz und Spiel. Da sollte man einfach nur darauf achten, dass der wirklich richtig drin steckt, damit der Lüfter dann auch wieder richtig arbeitet. Den Lüfter selber legt man dann einfach wieder auf die Gewinde. Das Kabel macht man genau da in die Führung mit hinein. Dann einfach wieder verschrauben und ja, so schnell geht das hier. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach wieder in das Gerät. Der ist passgenau, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und dann kann man den wieder festschrauben und am Ende natürlich nicht vergessen, den Stecker wieder zu verbinden. Was manchmal durchaus ein bisschen friemelig sein kann. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken. Auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.